Wenn man hier so in Warnemünde steht, an diesem wirklich faszinierenden, tollen Ostseeort, der hat halt seit einem Jahrhundert, wenn man so will, nichts von seiner Faszination verloren. Und wenn man jetzt dieses Hotel Neptun als ein Symbol nimmt, dann ist das nicht nur für HistorikerInnen, sondern ich glaube für alle Menschen, die sich so ein bisschen für Geschichte interessieren, durchaus nachdenkenswert, wie so eine Orte, wie so eine Räume, wie so eine Gebäude über die Zeiten hinweg ihre eigene Zeit auch symbolisieren. Dieses Hotel ist Ausdruck der Spätphase der Ulbricht-Ära, hat dann diese Blütephase in der Honecker-Ära, dann kommt die Revolution, dann kommt die deutsche Einheit. Und wenn man jetzt einfach nur so von außen sich das Gebäude anschaut, dann würde man sagen, offenbar ist das alles spurlos an diesem Ort vorbeigegangen, denn er ist genauso attraktiv, anziehungskräftig, faszinierend wie ehedem. Aber wenn man dann halt so ein bisschen in die tiefen Schichten schaut, wenn man sich auch so ein bisschen in die Geschichte des Hauses sieht, dann sieht man eben dann auch dort natürlich die Brüche, die Kontinuitäten, die Diskontinuitäten der Geschichte, ob nun innerhalb von einzelnen Biografien, innerhalb des großen Ganzen oder eben auch am Beispiel eines solchen Hauses. Es bleibt faszinierend. Urlaub ist ja eine neue Erfindung. Das wissen viele vielleicht gar nicht, dass die Menschheit nicht schon immer ständig in Urlaub gefahren ist. Das ist ja auch eine Sache, die gibt es erst so als Massenerscheinung seit 120 Jahren. So, dass Menschen überhaupt in Urlaub gefahren sind, gibt es vielleicht seit 200 Jahren. Es war immer den gut Betuchten vorbehalten, dann den Bürgerlichen. Noch im Kaiserreich, also um die Jahrhundertwende, sind Arbeiter nicht in Urlaub gefahren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie hatten keinen Urlaub. Beamte bekamen Urlaub, Angestellte meistens, Arbeiter bekamen keinen Urlaub. Und Geld hatten sie dafür schon gar nicht. Das änderte sich dann in der Weimarer Republik so ein bisschen. Da gab es dann den Urlaubsanspruch. Und der massive Einbruch in Deutschland für Massenurlaub, Massentourismus war die Nazizeit. Kraft durch Freude, KdF, hat ja auf der einen Seite Ferienschiffe gekauft, gebaut, angemietet, denen viele in den Urlaub gefahren sind und eben andere Angebote gemacht. Und das berühmteste KdF Bad Prora an der Ostsee, was nicht fertig wurde, aber wo dann eben doch Zehntausende Urlaub machten. Standardisiert, preisgünstig. Die Ostsee bot sich halt an, weil es dort eben diese Baukapazitäten gab und weil Meeresluft schon immer so ein Anziehungspunkt, wo die Leute hin wollten. An diese Entwicklung in der Nazizeit hat praktisch die Nachkriegszeit unmittelbar angeschlossen, sowohl im Westen wie im Osten. Natürlich dauerte das so ein paar Jahre, ehe überhaupt Kapazitäten dafür da waren, Urlaub machen zu können. Aber in der DDR gab es ab 1950 oder 48 schon den Grundanspruch für alle auf Urlaub. Zunächst 12 Tage im Jahr, 12 Arbeitstage im Jahr, also 2 komplette Wochen. Mit dieser sozialpolitischen Errungenschaft, nämlich Urlaub überhaupt einklagen zu können, war übrigens im Westen anfangs nicht so. Stand auch die Frage im Raum, ja, was macht man nun damit? Da hat man also relativ schnell angefangen, so 'n Urlaubsmöglichkeiten innerhalb der DDR anzubieten. Noch in der Ulbricht-Ära war Urlaub noch ein ziemliches Luxussegment, konnte man sich nicht ständig leisten, war relativ teuer und die Urlaubsbauten kamen auch nicht so richtig vom Fleck, also wurden gebaut. Das nahm erst so richtig ab Ende der 60er Jahre Fahrt auf, also zum Ende der Ulbricht-Ära, als klar war, okay, wir müssen stärkere Angebote der Gesellschaft machen, die sie auch bindet an das System. Und dazu gehört nun mal Urlaub unweigerlich dazu, ob man will oder nicht. Also zur Geschichte des Tourismus und des Urlaubs an der Ostsee in der DDR gehört auch das Jahr 1952 als ein ganz zentrales Jahr dazu. Viele können damit gar nichts anfangen. In diesem Jahr ist die sogenannte Aktion Rose von der SED in Gang gesetzt worden. Und es kam zu hunderten Enteignungen entlang der Ostseeküste. Enteignungen von Pensionen, von kleinen Hotels.
die dann in Staatseigentum überführt worden sind. Sprich, die SED hat die sich angeeignet und in denen fortan vor allen Dingen FDGB-Urlauber 2 fröhliche Wochen an der Ostsee verbringen durften. Aber auch das gehört eben immer zu einem Sonnenurlaub an der Ostsee in der DDR, die Schattenseiten, ohne die das alles als System nicht zu verstehen ist. Auch wenn heute oder auch schon damals die meisten Menschen davon nichts wissen wollten. Aber es sind eben nicht nur Häuser, Pensionen, Hotels enteignet worden, verstaatlicht worden, sondern es sind auch hunderte Menschen verhaftet, verurteilt worden und infolgedessen wiederum tausende Menschen haben flüchtend die DDR verlassen. Diese Verstaatlichungspraxis war, wenn man so will, der Beginn des staatlich organisierten Tourismus an die Ostsee. Einerseits sind diese Hotels und diese Unterkünfte, diese Pensionen nun zentral verwaltet worden und zentral sind die Plätze vergeben worden. Auf der anderen Seite sind auf vielen Grundstücken, die der Staat oder der FDGB oder einzelne Betriebe sich einverleibten, nun neue Unterkünfte gebaut worden. Diese Unterkünfte waren ganz unterschiedlich. Das konnten Baracken sein, Bungalows. Das konnten aber auch mehrgeschossige große Feriendomizile sein, die jetzt waren keine 6 Geschosse, aber 3 Etagen, auf denen also Hunderte oder Tausende Leute in mehreren Gebäuden gleichzeitig untergebracht werden konnten, sodass die Kapazität der Urlaubsplätze enorm, vor allem in den 70er Jahren, dann nach oben schnellte. Auch im DDR-Museum darf natürlich das Thema Ostseeurlaub nicht fehlen. Wobei man sagen muss, dass das, woran sich die meisten Leute heute erinnern oder die Form von Urlaub, die heute auch so im kulturellen Gedächtnis präsent ist, dass es das in dieser Form in der DDR eigentlich so erst ab den 70er, 1980er Jahren gab. Erst dann waren nämlich die Kapazitäten so ausgebaut, dass man wirklich von Urlaub als einem Massenphänomen sprechen kann. Urlaub war, wie so viele andere Bereiche im DDR-Alltag auch, überwiegend staatlich organisiert. Die Ferienheime, die Urlaubsheime wurden in der Regel entweder durch die Betriebe selbst oder durch den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, den FDGB, verwaltet. Und man musste sich eben da so Jahr für Jahr auf so einen Ferienplatz dann auch immer wieder neu bewerben. Das Problem auch bei den Plätzen an der Ostsee war, es waren immer zu wenige. Das heißt, wer also so einen Feriencheck bekommen hat, das war also die Berechtigung, um dann in so ein Ferienheim fahren zu dürfen. Ja, das war wirklich fast so ein Lotteriegewinn. Gerade auch die Sommerferien waren natürlich sehr begehrt, wobei dann auch Familien mit Kindern natürlich bevorzugt wurden. Es war aber auch so, dass, ja, wenn man schon mal das letzte Jahr dann an die Ostsee gefahren ist, dann war vielleicht klar, dass im nächsten Jahr auch erstmal eine andere Familie dran ist. Der große Vorteil dieser Urlaubspraxis, an den sich heute auch noch ganz viele positiv zurückerinnern, war natürlich der Preis. Also wie viele andere Dinge auch im DDR-Leben, zum Beispiel Miete oder Grundnahrungsmittel, auch Urlaub war staatlich subventioniert und damit auch wirklich günstig. Das machte gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich natürlich jetzt gar nicht so viel Sinn. Sozialpolitisch war es nämlich eine große Errungenschaft. Also wirklich niemand scheiterte daran, dass man sich den Urlaub nicht leisten konnte. Das kostete auch für eine ganze Familie 2 Wochen mit einer Rundumversorgung nur wenige Ostmark. Was von Anfang an wirklich knapp war in der DDR, das waren luxuriöse, hochklassige, hochpreisige Hotels. In der Ulbricht-Ära fing man dann an, hochklassige Hotels zu errichten. Natürlich in Berlin, natürlich in der Messestadt Leipzig, in Oberhof, in Oberwiesenthal, also dort, wo Skigebiete waren und eben an der Ostseeküste. Die DDR lag eben an der Ostsee und das war traditionell ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Und in der Spätphase seiner Herrschaft kam Walter Ulbricht eben auf die Idee, natürlich inspiriert von anderen, die ihm das vorgeschlagen haben, hier in diesem wunderschönen Kur- und Urlaubsort Warnemünde, ganz in der Nähe von Rostock, direkt an der Ostsee gelegen, ein Hotel bauen zu lassen. Heraus kam das Hotel Neptun, 1971 eröffnet. Dieses Hotel gehörte nicht zur Interhotelkette der DDR.
sondern ist extra verwaltet worden, was den Vorteil hatte, dass das Neptun zum einen an Leute mit Devisen, mit Westgeld verbucht wurde und vergeben wurde, aber dass immer ein großer Anteil derjenigen, die im Hotel Neptun sich aufhielten, sogenannte FDGB-Urlauber waren, 60-70%. Das Ding war immer ausgebucht, immer. Dieses 5-Sterne-Hotel Neptun unterschied sich schon deshalb von allen anderen Hotels in der DDR, weil es direkt am Ostseestrand in Warnemünde steht und weil dieses 5-Sterne-Hotel von Anfang an eigentlich westliche Standards in der Ausführung, in der Zimmergestaltung, im Essensangebot, in den Swimmingpools bis hin zur Skybar, die damals natürlich nicht Skybar hieß, was man sonst so in der DDR im Prinzip nicht vorfinden konnte. Also ich selber habe als Kind dort mit meinen Eltern mal eine Woche zugebracht und meine Mutter hat diesen Platz für 3 Personen im Hotel Neptun, also 2 Erwachsene, ein Kind in einem Zimmer, von einem Kollegen wiederum übernommen. Der Kollege hatte das als Auszeichnung bekommen. Er konnte die aber nicht antreten und hat ihr sozusagen diesen Check gegeben. Und das war es auch schon. Das heißt nicht, dass man das nicht bezahlen musste, sondern die musste das dann, oder wir selber bezahlen. Das war für DDR-Verhältnisse durchaus teuer, kostete irgendwie 600 Mark oder so, was eine weite Summe für DDR-Verhältnisse für den Urlaub im Inneren war. Das war insofern auch ein bisschen kurios. Wir waren eine 4-köpfige Familie und als wir dann nun anreisten, sind meine Eltern natürlich davon ausgegangen, wenn sie hier mit 2 Kindern kommen, dann werden sie uns hier noch eine Liege hinstellen. Aber so haben die nicht mitgespielt. Die haben gesagt, hier gehen nur 3 rein und hier kommt auch kein 4. hin. Das war für uns jetzt kein Problem, weil meine Tante in Rostock wohnte und so hat dann immer alternierend einer von uns in Rostock in der Innenstadt bei meiner Tante geschlafen. War zwar irgendwie kurios, dass die so unflexibel waren, aber für uns hat es jetzt nicht so weiter gestört. Wir mussten jetzt nicht abreisen. Wir haben ein Zimmer bekommen und das Besondere an diesen Zimmern ist ja, egal in welcher Etage und an welchem Ende des Korridors man untergebracht ist, man kann überall von den Balkonen auf die Ostsee schauen. Und das war schon beeindruckend. Ja, fand ich schon ziemlich toll. Und ich fand das deshalb toll, weil dieses Hotel natürlich so unfassbar toll war. Es gab hier so also bevor die Zimmer anfingen, einen eigenen Swimmingpool, von dem aus man eben auch auf die Ostsee schauen konnte. Es gab dieses tolle Angebot im Restaurant, was irgendwie doch eben anders war als in der DDR. Waren tolle Betten. Also insofern, das war für mich und ich glaube für alle, die hier waren, ich kenne einige, die hier mal Urlaub machten in den 70er und 80er Jahren, schon unvergesslich. Und dadurch, dass aber eben auch nicht alle reinkamen und hier Urlaub machen konnten, weil ist ja logisch, die Plätze waren begrenzt, gab immer eine große Nachfrage, hat sich eben sehr schnell auch so ein Nimbus hier herausgestellt, dass das was ganz Besonderes ist. Und interessanterweise, das hat man ja nicht allzu oft, aber dieser Nimbus von diesem Hotel hat sich eigentlich bis zum heutigen Tage gehalten. Das Hotel Neptun als Ort, an dem viele Menschen aus aller Welt eben auch abgestiegen sind, auch viele prominente PolitikerInnen, KünstlerInnen, war demzufolge in der DDR natürlich auch ein Ort, auf den die Staatssicherheit, das Ministerium für Staatssicherheit einen besonderen Fokus gelegt hat. Es war eine ganze Reihe von Zimmern, in denen vornehmlich westliche Gäste untergebracht worden sind. Auch da gab es eine Unterteilung, wer wo, auch auf welchen Etagen untergebracht wurde, waren, wie man das landläufig in der Alltagssprache sagt, verwanzt. Also da waren Mikrofone zum Abhören, teilweise auch Mini-Videokameras untergebracht, wo dann versuchte die Staatssicherheit Informationen zu gewinnen, kompromittierendes Material, um die eventuell zu erpressen. Nicht wenige Mitarbeiterinnen dieses tollen Hotels, einschließlich des Direktors, einschließlich derjenigen, die beim Empfang gearbeitet haben, haben auch inoffiziell für das Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet.
Das hört sich sehr spektakulär an, das war es in einer gewissen Hinsicht auch. Aber, und das muss man eben auch ganz klar sagen, das war die DDR auch. Das war Teil der SED-Diktatur. Das gehörte zur SED-Diktatur, dass eben die Geheimpolizei omnipräsent, unsichtbar überall wirkte und natürlich eben auch an so einem Hotspot wie dem Hotel Neptun in Warnemünde. Also es war schon ein ganz besonderer Ort mit mit einer ganz besonderen Geschichte. Die meisten Menschen, die in Warnemünde, dem beliebtesten Ferienort der DDR, dem beliebtesten Ort an der Ostseeküste Urlaub machten, die haben halt sozusagen immer nur neidisch auf diesen Betonklotz schauen können, haben da keinen Fuß in die Tür setzen können, lagen an dem meist überfüllten Strand oder guckten von der Mole aus auf dieses Neptun und waren neidisch. Urlaub hat ja auf der ganzen Welt den gleichen Sinn, wie es eben auch in der DDR hatte. Man wollte sich erholen, abstellen, abschalten, Kraft tanken, Freude haben. Und das war hier in Warnemünde besonders gut möglich, weil es ein toller Ort ist. Und weil diese Hotspots an der Ostsee und insbesondere Warnemünde, was ja ganz nah an Rostock dran ist, gerade in den Sommermonaten auch versorgungstechnisch besonders bedacht worden ist in der DDR. Also die Restaurants hatten eben jeden Tag was zu essen und zu trinken im Angebot. Die Geschäfte waren ein bisschen besser gefüllt als anderswo in der DDR. Mit anderen Worten, der Ostseebezirk Rostock ist durchaus in der Versorgung, vor allen Dingen in den Sommermonaten, bevorzugt worden. Das hatte durchaus natürlich auch eine gewisse Attraktivität neben der Ostsee, was für viele Menschen natürlich auch so ein Sehnsuchtsort war. Man schaut in die Weite, man sah in der Regel nichts außer Weite, außer Wasser und jeder konnte seinen Sehnsüchten, seinen Fantasien, seinen Träumen freien Lauf lassen. Also ich selber war ganz häufig im Ostseeurlaub, in der Regel sogar mehrfach im Jahr. Hatte auch was damit zu tun, dass wir Verwandte halt hier in der Nähe hatten. Ich verrate jetzt mal etwas, was sehr untypisch für eine ostdeutsche Sozialisation ist. Ich mochte schon als 2-3-jähriges Kind keinen FKK-Strand. Und das war ja sehr typisch für DDR, für Ostsee, aber nicht nur für die Ostsee überhaupt, für Tummeln an irgendwelchen Gewässern. Überall war FKK, die Freikörperkultur, angesagt, Nackedeis. Erst war das in den 50er Jahren noch sehr verpönt, aber dann ab den späten 50er Jahren war das gewissermaßen ein großer Run in der DDR und in den 80er Jahren eine sehr große Normalität, in den 70er und 80er Jahren. Warnemünde hatte insofern so diese merkwürdige Ambivalenz. Dieser tolle Ort direkt an der Ostsee mit diesen vielen auch Attraktionen, mit diesem besonderen Flair. Und dann hatte man da also dieses Neptun, was da steht und irgendwie Westen repräsentiert. Ist ja zum Teil auch von einer schwedischen Firma errichtet worden. Und zur gleichen Zeit, wenn man so aufs Neptun schaute, im Rücken fuhr unentwegt eine Fähre rein und raus, die nach Geza fuhr und also die gewissermaßen den Osten mit dem Westen, mit Skandinavien verbunden hat, ohne dass man diese Fähre betreten konnte, ohne dass man darüber fahren konnte. Hinter mir sieht man die berühmte Mole in Warnemünde, ein Ort, der untrennbar zur Ostsee und zu Warnemünde gehört. Ein Ort, der auch eine Besonderheit aufwies, was eben auch DDR-typisch ist. Denn hier konnte man auf die Mole gehen, bei Wind und Wetter. Die See krachte an die Mole, das Wasser spritzte über die Brüstung. Und alle paar Stunden fuhr hier eine große Fähre, um über die Ostsee zu fahren. Es gab so eine Orte auch woanders an der Ostsee, in Sassnitz zum Beispiel. Und da haben sich alle paar Stunden Hunderte,
manchmal tausende Menschen hier eingefunden und haben dieser ausfahrenden Fähre zugeschaut. Und alle hatten so ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen, selbst mal mit so einer Fähre über die Ostsee fahren zu können, um mal die andere Seite der Ostsee zu sehen, um mal frei zu sein. Die meisten wären auch zurückgekommen, aber es war fast allen nicht möglich, bis Ende 1989 mit dieser Fähre mal die andere Seite der Ostsee zu bereisen. Und insofern war Warnemünde ja nicht nur immer ein Sehnsuchtsort für Urlaub, sondern symbolisierte auch gleich am Meer die Sehnsucht nach viel mehr, nach Ferne, nach Ausdruck des eigenen Fernwehs. Insofern habe ich mich später mal gefragt, ob das eigentlich so eine gute Idee war, dieses Prunkhotel nur ausgerechnet dort hinzustellen, wo sowieso schon viele hinkommen und damit das Fernweh, die Sehnsucht nach was anderem im Prinzip auf eine doppelte Art und Weise noch zu verstärken. Und zu der Geschichte der Ostsee in der DDR gehört auch die Geschichte der Flucht. Jedes Jahr haben verwegene Menschen versucht, flüchtend über die Ostsee mit Paddelbooten, schwimmend oder sogar einmal mit einem selbstgebauten U-Boot in die Freiheit zu kommen. Und dabei sind jedes Jahr viele Menschen festgenommen, verhaftet, verurteilt worden. Immer wieder kamen einzelne Menschen dabei ums Leben. Naja, und auch das gehört eben zur Geschichte der Ostsee in der DDR. Ob das nun heute oder damals der Einzelne wahrhaben will oder wahrhaben wollte oder nicht. Aber die Ostsee ist eben in vielerlei Hinsicht in der DDR nicht nur ein sehr beliebter Urlaubsort gewesen, sondern eben auch ein Sehnsuchtsort, die Enge des kleinen Landes überwinden zu können, was dann mit 1989 auch geschehen ist. Das veränderte sich dann natürlich nach 1990. Auf einmal ist das Reisen gewissermaßen im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos geworden. War irre, was man machen konnte. Jetzt spielte nämlich auf einmal Geld auf einmal natürlich eine Rolle, weil jetzt kostete es auf einmal etwas. Und es kostet ja nicht nur das Reisen etwas, sondern alles andere im Leben kostete auch was. Also Geld ging ja irgendwie überall woanders hin. Aber viele Menschen im Osten, gerade Jüngere, haben doch das nach 1990 extensiv betrieben, die Welt anzuschauen und irgendwie dahin zu reisen, wo sie schon immer mal sein wollten. Vor allem Jüngere natürlich, die sich das sozusagen aus vielerlei Gründen, nicht nur finanziell, eben auch leisten konnten. Das Hotel Neptun ist insofern auch etwas Besonderes, wenn man sich die Transformationsgeschichte, die Einheitsgeschichte nach 1990 anschaut. Es hat zu keinem Zeitpunkt an Attraktivität, an Anziehungskraft, an Faszination seit 1990 verloren. Es ist nach wie vor genauso beliebt. Es ist nach wie vor genauso ein Symbol für Warnemünde, für die Ostseeküste. Und es ist insofern atypisch, als dass eben hier der Betrieb mehr oder weniger, natürlich mit verschiedenen Eigentumsverhältnissen, verschiedenen Eigentümern, aber für die Nutzerinnen, für die Gäste des Hotels praktisch nicht spürbar, ungebrochen über das Jahr 1990 weiterging. Also das ist insofern auch eine andere Geschichte der Deutschen Einheit, eine andere Geschichte der Transformation, die eben auch zu dem Gesamtpaket, wie kam es zur Deutschen Einheit, was ist aus der Deutschen Einheit geworden, dazugehört. Ostseestrand, Ostseesand, Ostseebogen, Strandbogen. Und hier in Warnemünde hat man wirklich einen herrlichen, wunderbaren, breiten Sandstrand. Das ist immer schon toll gewesen und wird auch immer toll bleiben. Völlig egal, was die Welt sonst so sagt.